Es kann wirklich leicht passieren, dass GIS-Projekte total unübersichtlich werden. Ich gebe dir ein paar einfache Tipps, damit du ganz leicht den Überblick behalten kannst. Fangen wir mit einem komplett neuen Projekt an. Nach dem Starten von ArcGIS Pro musst du dich für eine Art von Projekt entscheiden. Oft ist das eine Karte. Hier legst du dann fest, wie das Projekt heißen soll und wo es abgespeichert werden soll. Überlege dir einen griffigen Namen, damit du später gleich erkennen kannst, was das für ein Projekt ist. Achte hier unbedingt darauf, dass nirgends in deinem Pfad ein Sonderzeichen vorkommt. Hier sind ein paar Zeichen aufgelistet, die du nicht verwenden darfst. Sonst kann es nämlich zu Problemen kommen. Zum Beispiel kann es passieren, dass später bestimmte Werkzeuge nicht richtig funktionieren. Gewöhne dir am besten auch gleich an, dass du bei der Arbeit mit GIS nie Leerzeichen in Ordner oder Dateinamen benutzt, sondern mache lieber einen Unterstrich. Das Leerzeichen kann nämlich in manchen Fällen auch für Probleme sorgen. ArcGIS Pro-Projekte solltest du nicht auf Cloud-Diensten wie Microsoft OneDrive oder Google Drive speichern. Das funktioniert leider noch nicht richtig. Suche dir stattdessen einen Ordner direkt auf deinem PC. Wenn du alles eingegeben hast und du dir sicher bist, dass keine problematischen Zeichen im Pfad sind, klickst du auf OK. Dann leg dir ArcGIS Pro einen Projektordner an. In dem Ordner werden automatisch gleich ein paar der wichtigsten Dateien erzeugt. In ArcGIS Pro bekommst du davon erstmal nicht viel mit. Deswegen schauen wir uns das mal kurz im Dateimanager an. So sieht das Ganze im Windows Explorer aus. Jetzt kannst du dir vielleicht auch besser vorstellen, warum ein ganzer Ordner angelegt wurde. Ein GIS-Projekt besteht nämlich immer aus mehreren Dateien und nicht nur aus einer. Es ist also nicht so wie zum Beispiel bei Word oder PowerPoint. Deshalb muss man bei GIS-Projekten auch ein bisschen mehr auf eine gute Struktur achten als bei anderen Programmen. Hier sehen wir die eigentliche Projektdatei. Und hier ist auch eine leere Toolbox. Außerdem wurde eine leere Geodatabase vorbereitet. Dann gibt es noch andere Ordner und Dateien, die gebraucht werden, damit das Projekt richtig funktioniert. Um die müssen wir uns aber nicht weiter kümmern. Es können auch später noch mehr Dateien und Ordner automatisch entstehen, wenn man mit dem Projekt arbeitet. Das Projekt ist jetzt eigentlich fertig und man könnte mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Ich empfehle dir aber, jetzt gleich noch ein paar andere Ordner vorzubereiten. Bei GIS-Projekten wirst du es nämlich oft mit sehr vielen unterschiedlichen Dateien zu tun haben. Alle Dateien, die in einem Projekt verwendet werden, sollten immer in der Nähe der Projektdatei liegen. Ansonsten kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel, wenn man das Projekt verschieben möchte oder wenn man es auf einem anderen Computer öffnen will. Damit die ganzen Dateien nicht unübersichtlich einfach so im Projektordner herumliegen, bereitest du dir deshalb einfach ein paar Schubladen vor. In die kannst du die neuen Dateien dann aufräumen und findest sie auch leichter wieder. Die leeren Ordner kannst du gleich mit ArcGIS Pro vorbereiten. Auf der rechten Seite ist der Katalog. Hier siehst du den Inhalt deines Projekts. In der Kategorie Ordner ist dein Projektordner zu sehen. Wenn du ihn aufklappst, siehst du den relevanten Inhalt deines Projektordners. Also zum Beispiel die Geodatabase und die Toolbox. Genau hier kannst du jetzt Unterordner für dein Projekt anlegen. Ich empfehle dir, bei jedem GIS-Projekt einen Originaldatenordner vorzubereiten. Alle Dateien, die du dir für dein Projekt vielleicht von verschiedenen Websites heruntergeladen hast, kannst du dort ablegen. Ich habe hier Geodaten als ZIP-Datei heruntergeladen. Den ZIP-Ordner entpacke ich im Downloads-Ordner. In dem Moment fängt es an, im Windows Explorer unübersichtlich zu werden. Die Ansicht in ArcGIS Pro ist für Geodaten optimiert. Deshalb sieht es dort etwas schöner aus. Das zeige ich auch gleich. Also, ich möchte jetzt die Geodaten in den Originaldatenordner von meinem Projekt bringen. Dazu wechsle ich im Katalog in den Bereich Computer. Dort kann ich alle Ordner auf meinem Computer sehen, auch den Downloads-Ordner. Ich kopiere die Datei mit einem Rechtsklick in die Zwischenablage und wechsle in mein Projekt. Dort füge ich die Datei in den Originaldatenordner ein. Außerdem solltest du dir auch immer einen Arbeitsdatenordner vorbereiten, in den du dir eine Arbeitskopie von diesen Dateien machst.
Im Projekt arbeitest du dann ausschließlich mit den Daten aus dem Arbeitsdatenordner. Der Sinn hinter den beiden Ordnern ist der, dass du immer eine Sicherung von deinen Ausgangsdaten hast, also ein Backup. Stelle dir vor, dass du später beim Bearbeiten des Projekts einen Fehler machst und aus Versehen wichtige Teile der Daten löschst. Wenn du keinen Originaldatenordner hast, musst du wahrscheinlich nochmal auf die Suche gehen und dir die ganzen Daten wieder zusammensuchen. Wenn du aber noch die unveränderten Originaldaten hast, kannst du ganz einfach zumindest zum Ausgangszustand zurück und die Daten vom Anfang des Projekts wiederherstellen. Falls du also aus Versehen etwas Wichtiges gelöscht hast, machst du dir einfach nochmal eine Kopie von deinen Originaldaten in deinen Arbeitsdatenordner und kannst wieder loslegen. Es kann sein, dass sich relativ viele Dateien im Arbeitsdatenordner ansammeln. Wenn es dir zu chaotisch wird, kannst du weitere Unterordner anlegen. Dann wird es übersichtlicher. Wenn du nicht so viele Geodaten hast, kannst du auf diesen Schritt auch verzichten. Vielleicht hast du Geodaten zu unterschiedlichen Themen. Du kannst Unterordner anlegen und die dann nach dem jeweiligen Thema benennen. Zum Beispiel Höhenmodelle, Luftbilder und Landnutzung. Deine Daten kannst du dann mit Drag and Drop in die neuen Ordner verschieben. Du solltest beim Verschieben aber aufpassen, dass die Dateien, die du verschieben möchtest, gerade nicht in deiner Karte geöffnet sind. In ArcGIS Pro gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Arbeitsdaten zu speichern. Gerade habe ich die Möglichkeit mit einem Arbeitsdatenordner gezeigt. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, dass ArcGIS Pro beim Anlegen des Projekts auch eine sogenannte Geodatabase erzeugt hat. Das ist eine spezielle Datenbank für Geodaten. Du kannst deine Arbeitsdaten auch in diese Geodatabase importieren. Das bietet dir ein paar andere Möglichkeiten als der Arbeitsdatenordner. Um dieses Shapefile in meine Geodatabase zu bekommen, mache ich einen Rechtsklick und wähle dann Exportieren und dann Feature Class in Geodatabase. Als Speicherort wird automatisch die Geodatabase ausgewählt, die zu meinem Projekt gehört. Nach dem Ausführen landet das Shapefile als Feature Class in meiner Geodatabase. Um dieses Raster in meine Geodatabase zu bekommen, mache ich auch wieder einen Rechtsklick und wähle dann in anderes Format exportieren. Als Speicherort wird wieder automatisch die Geodatabase ausgewählt, die zu meinem Projekt gehört. Ich wähle einen schöneren Namen. Nach dem Ausführen landet das Raster in meiner Geodatabase. Soll man die Arbeitsdaten jetzt im Arbeitsdatenordner oder lieber in der Geodatabase speichern? Das kann man so pauschal nicht sagen. Bei Shapefiles ist es zum Beispiel so, dass die Spaltennamen in einer Attributtabelle höchstens 10 Zeichen lang sein dürfen. Man muss deshalb oft mit Abkürzungen arbeiten. In einer Geodatabase können diese Spaltennamen viel länger sein. In einer Geodatabase kannst du aber keine Unterordner anlegen, in die du deine Daten einordnest. Es gibt zwar sogenannte Feature-Datasets, aber die sind nicht so flexibel wie Unterordner. Zwischen den beiden Arten, Geodaten abzuspeichern, gibt es auch noch andere Unterschiede. Am besten ist es, wenn du die beiden Möglichkeiten einfach mal selbst ausprobierst. Dann lernst du die jeweiligen Vor- und Nachteile besser kennen und kannst dich für eine von beiden entscheiden. Je nachdem, was deine Fragestellung ist, wird die eine oder die andere Methode besser passen. Manchmal kann auch eine Kombination aus beiden Methoden sinnvoll sein. Die Geodaten sind erstmal versorgt. Jetzt kannst du dir aber noch mehr Ordner in deinem Projektordner vorbereiten. Wenn du Karten als PDF oder JPEG exportieren möchtest, kannst du dir dafür einen Ordner vorbereiten. Je nachdem, wie du arbeitest, kannst du dir noch andere sinnvolle Ordner überlegen. Vielleicht fällt dir aber auch erst beim Arbeiten mit dem Projekt auf, dass noch ein Ordner fehlt. Das ist kein Problem. Du kannst auch später noch neue Ordner und Unterordner im Katalog erstellen, wenn du sie brauchst. Wichtig ist aber, dass möglichst alle Dateien, die an irgendeiner Stelle im Projekt benutzt werden, in deinem Projektordner sind. Dann kannst du dir relativ sicher sein, dass das Projekt auch noch nach einer längeren Zeit funktioniert. Wenn alles zusammengefasst in diesem Ordner ist, kannst du das ganze Projekt auch problemlos verschieben oder weitergeben oder auch auf einem anderen PC damit arbeiten.
Jetzt ist dein Projekt vorbereitet und du kannst mit der eigentlichen Arbeit anfangen. Wie vorhin schon gesagt, ist die Projektstruktur, die ich eben gezeigt habe, nur eine Empfehlung. Du musst es nicht ganz genau so machen. Es kann sein, dass du anders viel besser zurechtkommst. Gewöhne dir aber am besten eine gewisse Ordnung an. Mache dir jedes Mal, wenn du ein neues GIS-Projekt anfängst, Gedanken über die Struktur und bereite alles gut vor. Dann musst du dir während der eigentlichen Arbeit weniger Sorgen um die Organisation deiner Daten machen. So kannst du dich viel besser auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren. Puh, das war jetzt ein ziemlich langes Tutorial, ohne dass wir überhaupt zur eigentlichen Arbeit gekommen sind. Vielleicht fragst du dich, ob das wirklich alles nötig ist. Die angesprochenen Punkte sind aber tatsächlich sehr wichtig. Falls du das alles nicht beachtest, kann dir das später ganz schön auf die Füße fallen, weil dann sehr wahrscheinlich irgendetwas nicht funktioniert. Es wäre also sehr gut, wenn du dir diese Schritte gut einprägst, damit du sie automatisch bei jedem neuen Projekt anwendest. So kannst du dir nämlich viel unnötige Zusatzarbeit und auch Frust ersparen. Auf unserem Kanal findest du noch mehr GIS-Grundlagen-Tutorials und falls du dich für GIS und das Thema Nachhaltigkeit interessierst, wäre vielleicht einer unserer Studiengänge etwas für dich. Den Link zu unserer Hochschulwebsite findest du in der Videobeschreibung.